Einen schönen guten Morgen am Montag, eine neue Woche und wir sind hier unten am Strand. Ja, hallo, guten Morgen, liebe Zuschauer. Heute mal eine neue Location. Hab den Arsch mal hochgekriegt. Normalerweise ist man ja ein Gewohnheitstier und die letzten News habe ich ja immer von meinem Kanal oben auf meiner Bank moderiert. Und da die letzten Videos hier am Strand gut angekommen sind mit Jam, habe ich gedacht, okay, dann schnappst du dir den Jam und dann gehst du runter zum Strand. Und da erzähle ich euch, was Neues in meinem Kanal ist. Wir haben auch heute wieder ein tolles Wetter, vor allen Dingen auch eine gute Fernsicht. Vielleicht seht ihr es da hinten, da ist so rund 15 bis 17 Kilometer ist da der Nationalpark entfernt. Und da hinten, da ist Jam, der ist gar nicht mehr zu bremsen, den muss ich erstmal wieder zurückholen. In dem Fall muss ich immer gucken, dass ich eine Kokosnuss oder ein Stöckchen finde, was ich ins Wasser schmeißen kann. Dann geht er nämlich schwimmen. Der hat die letzten Tage also nur im Haus verbracht. Ist meine Schuld. Ich hatte so viel zu tun mit meiner Kamera und da werde ich gleich noch ausführlich drauf eingehen. In solchen Haufen versuche ich immer eine Kokosnuss zu finden, das liebt er ganz besonders, oder ein Stöckchen. Man muss aber auch hier aufpassen, weil das ein wunderbares Nest für Schlangen ist. Einfach so wild reinpacken ist nicht. Das ist kein Stöckchen, was von der Palme ein Stück. Und das kann er auch zerfleddern, das liebt er nämlich auch. Ja, ich wollte euch mal ein anderes News mit Background zeigen. Ja, was habe ich heute? Ich habe einmal heute meine neue Freundin Vinat, ein paar Informationen dazu. Und ja, die letzte Woche habe ich damit verbracht, die Kamera zu installieren. Da wollte ich auch ein paar Dinge zu erklären und auch Dinge klarstellen, was damit ist. Morning. Don't do it, don't do it. He kill you. Ja, da ist ein anderer wilder Hund gekommen. Was heißt wilder Hund? Also wenn die ein Halsband umhaben, mein Gott, was ist heute Morgen hier los? Über Tag ist hier kein Mensch. Und jetzt am frühen Morgen, da hinten sind zwei Hunde. Wo ist dein Stöckchen, Jam? Hol dein Stöckchen. Ich habe gedacht, ich wäre alleine hier unten. Ist wohl nicht. Hol dein Stöckchen, hol dein Stöckchen. Ja, da versuche ich mal hier zwischen den ganzen Hunden und den ganzen Leuten zu moderieren. Die Temperaturen sind natürlich jetzt auch noch sehr angenehm. Ist ein bisschen kühl. Wir haben gerade 30 Grad und übertags wird es so wieder, ich schätze 34 Grad. Ja, was ist mit meiner Freundin Vinat? Die ist noch im Norden in Uantani. Die muss noch einiges klar machen. Ich hatte ja erklärt, die hat da ein Geschäft und die muss noch Steuern bezahlen und wer weiß was alles. Und sie sagte mir, sie bringt den Laden jetzt so auf Vordermann, dass auch ein paar Tage der Shop dicht gemacht werden kann. Also keine Lebensmittel oder sowas kann man denn in Zukunft da kaufen, dass sie sich da gar keine Sorgen machen muss. Und sie sagte mir, ja, so am 16. nächsten Monat, 16. Juli, da wäre sie soweit klar. Dann hat sie auch mit der Steuerabrechnung, ist dann alles fertig und dann könnte sie kommen. Zwischen uns beiden ist es ganz gut, muss ich sagen. Wir haben mehrfach am Tag Kontakt und wir tauschen uns aus, was so alles gemacht wird.
Ja, also es sieht sehr gut aus. Also so eine Beziehung hatte ich bisher noch nicht gehabt, dass man auf so an einer gleichen Wellenlinie ist. Und das ist ja eigentlich für eine Beziehung ganz wichtig. Ja, da sitzt er denn da hinten. Er will bestimmt auch, dass ich das Stöckchen mal ins Wasser schmeiße. Also Schwimmen ist ja... Komm mal her, hol Stöckchen, hol. Ah, da hat er Spaß dran. Komm. Und ich sagte, ja, dann muss er flattert werden. Ja, die Power muss jetzt raus. Die ganzen Tage nur bei Papa vor dem Monitor gelegen. Und der macht immer nur Filme, Filme, Filme und kümmert sich nicht um mich. Nein, also er gibt mir kein schlechtes Gewissen. Ist also ein wunderbarer Hund, muss ich sagen. Die Rasse Labrador ist sehr, sehr ruhig und angenehm. Ein Familienhund, sucht auch keinen Streit oder ist aggressiv. Okay, Stöckchen. Hier möchte ich mich bei allen Zuschauern bedanken, die uns gratuliert haben, dass wir uns getroffen haben und dass sie uns alles Gute für die Zukunft wünschen. Vielen, vielen Dank. Es ist schon nett, wenn man also so mitbekommt, wie umsorgt ihr seid um mich und also auch um Winat, dass das klappt. Nach so einer langen Zeit, ich will nicht sagen der Enthaltsamkeit, sondern der Suche nach einer vernünftigen Frau für mich, ist das ja jetzt hoffentlich zu Ende gegangen. Also Dankeschön nochmal für die Glückwünsche. Ja, was sie schon angekündigt hat, wenn sie hier ist, sie will also unbedingt in den Garten das wieder aufrichten von meiner Ex. Das hat ja damals die Pitti gemacht, dieses Beet. Da will sie sich drum kümmern, um Gewürze da zu pflanzen. Sie sagte auch, sie möchte demnächst Kochfilme machen. Da wird einiges kommen und sie wird das dann auch in Englisch, in Thai bringen. Und ich würde versuchen, das dann in Deutsch auch noch zu moderieren, damit die Deutschen dann auch verstehen, was da abgeht. Also da wird einiges neu in den Kanal reinkommen. Des Weiteren werde ich jetzt auch viel mehr Ausflüge machen, längere Ausflüge, nicht nur irgendwo hinfahren und da Drohnenaufnahmen machen oder sonstiges, sondern ich werde euch mitnehmen, wie man hier auch wieder relaxt. Ich muss sagen, man muss das also auch wieder lernen. Wenn man hier längere Zeit lebt, dann ist es mehr normal und dann ist man dann schon zu faul, dahin zu gehen, weil es ja da ist und morgen ist es auch noch da. Ich sehe das immer so ein bisschen, ich habe ja in Aachen oder kurz vor Aachen gelebt, da geht man ja auch nicht jeden Tag in den Kölner Dom rein. Da muss man eine Motivation dazu finden, das neu anzugehen und vor allen Dingen für euch denn zu zeigen, wie schön es hier ist. Jetzt gerade hier am Morgen, die Sonne, die strahlt mir so ins Gesicht. Wir haben noch keine 8 Uhr und Florenz ist schon am Strand. Ein anderes Thema, ich wurde gefragt mit meinem Online-Shop. Ja, den habe ich also komplett geschlossen, weil der Aufwand relativ hoch war, zeitlich gesehen, vor allen Dingen, wo ich alleine jetzt war. Ich weiß nicht, ob die Winat das jetzt aufnimmt, aber ich werde keine Sachen mehr nach Deutschland schicken. Da sind die Portokosten zu hoch. Wenn jemand hier ist und er möchte gerne ein T-Shirt oder ein Cappy haben, das ist alles möglich. Innerhalb von etwa 3 Tagen habe ich die Sachen hier. Ich würde also nichts mehr an Stock halten. Das sind ja auch Kosten, die da irgendwo rumhängen. Aber den Online-Shop, den gibt es nicht mehr. Wird es auch nicht mehr geben. Das war nur in der Pandemie, um euch die Möglichkeit zu geben, Souvenirs von mir zu kaufen. Kommt zu mir. Ich hatte ja schon mal gesagt, in Zukunft wird auch Kaffeetreffen im Vordergrund stehen. Nicht mehr so der Stammtisch. Und da kann man dann sowas bestellen. Und wenn ihr hier Urlaub habt, seid ihr ja nicht nur 3 Tage hier, sondern auch länger. Und dann ist es sehr wohl möglich, die Dinge zu besorgen. Ja, jetzt zum Thema Kamera. Ja, mit den Kameras habe ich das deswegen gemacht. Die Kameras, die waren jetzt mittlerweile schon 6 Jahre alt. Und das waren ja Indoor-Kameras, also nur für den Trockenbereich.
Und jetzt sind mittlerweile die Kameras für draußen so kostengünstig, dass ich mir gedacht habe, okay, ich tausche jetzt alle aus. Das war ja auch damit verbunden, ich hatte davor noch immer eine Plexi-Scheibe davor, damit der Regen nicht drankommt. War also ein ziemliches Hantier, aber es hat ja die ganzen Jahre funktioniert. Jetzt habe ich alle Kameras ausgetauscht und natürlich werde ich die alten nicht wegwerfen. Und dann hat sich praktisch die Kamerazahl verdoppelt bei mir am Haus. Und ja, ich habe mir gedacht, bevor ich die jetzt in die Ecke stelle, dann werden die eben halt irgendwo aufgestellt. Ja, ich will nicht sagen Sicherheit habe ich da bei uns oben auf dem Berg, ist also kein Problem. Aber ich möchte schon wissen, ob der Postbote jetzt da unten mich wieder sucht, weil er die Klingel nicht findet. Oder auch mein lieber Vermieter oder auch meine Zuschauer, die bis zum Wohnzimmer vorgedrungen sind. Da möchte ich natürlich ein bisschen Übersicht haben und auch um meine Privatsphäre ein bisschen zu schützen. Ja, zu der Kamera, die oben auf dem Dach gekommen ist jetzt. Ihr habt ja die ersten Testaufnahmen gesehen. Ich finde von der Qualität sehr gut. Das war jetzt ein Riesenproblem. Die ganzen 7 Kameras, die draußen sind, die waren normalerweise von StarCam. Und da gibt es eine wunderbare App und dann kann man sehr einfach alle Kameras integrieren. Und die neue, die jetzt da gekommen ist, oben auf dem Dach, die hat ja 8 Megapixel und StarCam kann bis maximal 5. Da hat die Software nicht funktioniert und dann musste ich erst in der Software suchen, damit auch die alten Kameras integriert wird. War also ein Riesenhantier das Ganze. Habe auch lange auf die Kamera gewartet und hatte jetzt dieser Tage die ersten Livestreams. Und da hatte sich dann auch was gezeigt, dass teilweise von YouTube, komm mal her, Standbilder entstanden sind. Und da weiß ich nicht, ob in meinen Voreinstellungen was falsch ist. Das heißt also über 4 Stunden. Nach 4 Stunden hat er auch ausgeschaltet, den Livestream. Und dann war nur ein Standbild. Bei mir an der Kamera war alles tipptopp, also da muss ich noch einiges überprüfen in den Voreinstellungen, aber wie gesagt, ist ja eine Testübertragung. Ich wurde auch gefragt, ist das jetzt nur für die Mitglieder in Zukunft? Livestreams sind für alle da, kann jeder sich anschauen. Ich habe mir nur gedacht, dass die Mitglieder von meinem Kanal ja einen Sonderbonus haben sollten und die können dann jederzeit in der Zukunft auf die Kameras, das sind 2, einmal an der Terrasse und einmal oben auf dem Dach, auf denen zugreifen, 24 Stunden, die können auch da die drehen, den Blickwinkel verändern, da ist alles möglich, das ist aber nur für die Mitglieder. Aber dann, momentan sind da jetzt 2 Software erforderlich, da versuche ich gerade was zu finden, dass die beiden Kameras in einer Software verbunden sind, damit es auch einfacher ist für die. Ja, und ich habe noch ein Problem mit der Software, die die Kamera oben auf dem Dach ja, darstellt, dass das Zoomen noch nicht funktioniert. Also wenn da jemand, das ist ICSEE Software, wenn jemand diesbezüglich Erfahrung schon hat, der kann sich gerne bei mir melden. So ein bisschen Unterstützung fachlich ist da ganz toll. Nämlich ich hätte es gerne, wenn der Sonnenuntergang ist, dass man in die Sonne dann reinzoomt. Das konnte ich mit der alten Software alles machen. Aber wie ich schon sagte, mit der neuen klappt das noch nicht. Manche haben ja auch den Futternapf gesehen, der oben bei der Kamera ist. Das ist also nicht für den Jam. Das ist auch nicht für die kleine Ente, die daneben steht. Nein. Ich habe in der Vergangenheit, hatte ich es schon mal gehabt, also vor vielen Jahren, da hatte ich dann da oben mal Futter hingestellt und da sind die Vögel gekommen und das war so lustig, die zu beobachten beim Füttern, beim Fressen, dass ich mir gedacht habe, das hat ja nicht geklappt mit dem Häuschen von Michael, der ist momentan privat sehr eingebunden, hat keine Zeit, um euch da was zu zeigen. Und da ist mir das wieder eingefallen mit den Vögeln.
Und wenn die das einmal spitz bekommen haben, dann kommen die also, da ist ja genügend Futter bestimmt für 2-3 Wochen. Dann kommen die anschließend auch und setzen sich da oben und gucken und wir können dann da unten mit der Kamera, da ist ja auch ein Verfolgungsmodus drin in der Software, also wenn da ein Vogel ist und der springt hin und her, die Kamera verfolgt ihn automatisch. Jetzt muss ich einen Gem holen. Ah, ist festgebunden. Das ist also für die Vögel. Yeah, it's very big. You go with a young lady? Yeah, I'll take him. Okay, bye bye. Jem hat wieder eine andere Frau kennengelernt. Mit Hunden ist das sehr einfach. So, was habe ich noch mehr hier auf meinem... Ja, das wäre es jetzt erstmal heute für Montag. Ich werde nächste Woche mit der TIF nochmal zur Oma fahren. Da muss ich noch eine Lampe installieren. Ich hatte mich jetzt erstmal freigenommen, 1-2 Wochen bei Oma. Und dann sehen wir weiter. Also muss sagen, ist toll. Also ich werde demnächst montags meine News von meinem Kanal hier unten vorbringen. Ist schön. Aber ich bin erstaunt, wie viele Menschen hier rumlaufen morgens. Ja, so. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und ja, vielleicht sieht man sich hier mal auf Koh Samui. Meldet euch. Wie gesagt, der Kaffeetisch ist eröffnet. Ich habe mir so gedacht, dass ich 2 Pärchen in der Woche annehmen kann. Ich muss ja auch noch meine Zeit haben für mich privat und auch natürlich für meinen YouTube-Kanal. Aber 2 Pärchen, schreibt mich an und die Wienand, die hatte schon gesagt, sie wird dann also auch was soll ich sagen, was sie anbietet, Kaffee, Softdrinks, Bier und sowas. Sie will das jetzt mal dann richtig vernünftig aufziehen. Wie ich schon mal sagte, das ist natürlich nicht kostenlos, weil wir ja zu viel Besuch haben und irgendwo, dann muss ich ja irgendeiner muss das ja bezahlen und ich kann das nicht dauernd bezahlen. Okay, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt brauchen wir wieder ein Stöckchen. Eine Motivation, ins Wasser zu springen. Okay. So, das soll es gewesen sein. Tschüss. Mal gucken, ob der Jem noch vor die Kamera kommt. Beifuß. Jem, Beifuß. So, wir möchten uns verabschieden. Tschüss.